Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute sind wir am runden Tisch. Ist der rund? Kannst du ja nachher bearbeiten. Ne? Neben mir sind die Gebrüder Fischer. Die haben 2018 war es. War das schon lange her, ne? Ja, krass, geht schnell. 2018 haben sie sich so einen Traum erfüllt und so eine kleine Reise durch Russland gemacht. Es hatte echt viel Bestechung gebraucht, bis es soweit war, dass sie sich jetzt daher bei uns ins Studio getraut hat. Und heute will ich ein bisschen was über die Tour erfahren. Sie sind nicht ganz ohne angereist mit Bildmaterial. Und wir haben auch wieder einen Auftrag. Ne? Ja, dann legen wir mal los. Ne? Okay, 2018 war eure Reise. Wo ist denn die Reise hingegangen? Schlussendlich in die Mongolei. Also, oder vielleicht eigentlich eher nach Russland, kann man sagen. Also Baikalsee war der Wendepunkt. War das schon das Reiseziel von Anfang an oder hat es euch dahin verschlagen? Mit was für ein Ziel seid ihr losgefahren? Nee, wir sind schon mit dem Ziel los. Also ich hatte, glaube ich, zuerst diese fixe Idee irgendwie. Das ist sein Hirngespinst auf jeden Fall gewesen. Genau. Also ich war kurz vor dem Studiumsabschluss und dann habe ich mir gedacht, danach müsste man eigentlich mal eine richtig große Tour machen. Und dann war die Idee irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die mir gekommen ist, aber irgendwie war die dann da, ehemalige Seidenstraße entlang bis in die Mongolei. Wie alt warst du damals? 26. 26? Ja. Hast du schon die 30 davor stehen? Jetzt gerade so, ja. Weil das sagt, ich wollte bei jungen Leuten vor der Kamera, könnt ihr mir nichts Gescheites Er ist jung, er ist 4 Jahre jünger als ich. Sieht man nicht. Damals 22, eigentlich schon krass. 22, ja. Aber die Idee war auch so ein bisschen, wo kann man die längste Strecke über Land machen? Und wir wollten von zu Hause aus losfahren. Das war die Bedingung. Von zu Hause aus los und zu Hause auch wieder ankommen. Okay. Und dazwischen nicht fliegen. Ja, das ist wichtig. Ne? Ja. Man sieht einfach, wie sich das Land verändert, wie sich das Volk verändert. Ne? Ja. Und das ist das Geile, das mitzuerleben. Mit was war der unterwegs? Ja, wir haben schon immer alte BMWs gehabt. So. Ich habe schon als Schüler angefangen, in so einer Werkstatt zu jobben, die sich auf alte BMWs... Den Ulis Motorradladen. Genau, beim Uli als Schüler habe ich schon ein Schülerpraktikum gemacht beim Ulis Motorradladen in der Werkstatt. Und darüber bin ich dann auch schon ganz schnell irgendwie auf die BMWs gekommen. Und wir hatten der ist jetzt verkauft, oder? Nee, ich glaube nicht. Der macht weiter. Okay, der ist noch am Start. Ja. Das ist cool. Genau. Und ja, und dann habe ich mir gleich mit 18er 80-7 zugelegt. Was ich getoppt habe, ich habe meine mit 17 gekauft, bevor ich überhaupt einen Führerschein hatte. Das Angebot war so gut, deswegen. Ja, da musste man dann schnell zuschlagen. Habt ihr den Virus von eurem Alten gehabt oder von wem? Ja, auf jeden Fall. Das kam schon auch von den Eltern. Ja, die haben auch schon Touren gemacht. Die sind durch die Sahara gefahren, waren im Nahen Osten unterwegs. Wo man jetzt nicht mehr unbedingt lang kann. Und da haben wir natürlich auch viel mitgenommen und wurden auch gefördert. Wenn wir mal irgendwas reparieren mussten, konnten wir immer fragen. Das hilft natürlich viel, wenn man sich so einem Motor nähert. Ja, so ein Backup ist immer wichtig, ne? Ja, voll. Nee, genau, insofern der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also klar, das kam schon auch von den Eltern. Also die Ausgangsbasis bei dir war die Strich 7? Ja, 80-7. Und bei dir war es ein 6? 60-7, genau. Auch Strich 7. Auch Strich 7. Ja, Strich 7. Ja, und ich hatte ja dann irgendwann, keine Ahnung, ich bin irgendwann im Internet mal auf so Fotos von HPN gestoßen und dann dachte ich mir, wow, das ist ja geil, was ist das? Und ich musste dann wirklich erstmal suchen. Also ich habe zuerst ein Foto von so einem Motorrad gesehen und dann erst die ganzen Informationen gesammelt. Und dann hatte ich mir irgendwann in den Kopf gesetzt, das auch machen zu wollen. Und habe dann angefangen mal abzuklappern, wer macht sowas und geht es überhaupt? Und dann habe ich halt natürlich erstmal bei HPN versucht anzurufen, aber gut, bin nie durchgedrungen. Und dann, irgendwie, ich glaube über das Zwei-Ventiler-Forum bin ich dann auf dich gekommen. Und dann habe ich einfach dir eine E-Mail geschrieben und dann kam irgendwie, ich glaube 2 Tage später oder so, eine E-Mail zurück mit einem Vorschlag, wie man das angehen könnte. Und dann habe ich gedacht, das ist der Mann. Ist wann war das? In welchem Jahr? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr, aber das war, also ich glaube, der Umbau hat mich am Ende, weil ich ja viel auch selber gebastelt habe und auch nicht so viel Geld gehabt, hat, glaube ich, insgesamt 3 Jahre also ich denke ich auch genommen, sowas, ne? ungefähr. Gut, und für sowas bin ich eigentlich ganz zu haben. Das Schlimme ist bloß einfach, dass mir über die Jahre so viele Leute unterstützen, wo nichts zurückkommt. Ne? Also wirklich gar nichts zurückkommt, ne? Die das Motorrad teuer verkaufen, Gewinn machen und du denkst dir also, Alter, ich habe meine Zeit geopfert, die haben nicht mal Urlaub gemacht oder so in kleiner Liga fahren. Ne? Ja, dafür werden sie ja gebaut eigentlich. Ja, und ich war halt der kleine Bruder und wollte auch mit und hatte die R60-7 gerade gekauft in, wie ich finde, museumsreifen Zustand. Hatte eine wirklich vorzüglich restauriert
Naja, das ist jetzt nicht mehr so. Ja, und dann sind wir halt mit einer Straßen-7 und einer SWT-7 los. Und das war die Ausgangslage, ja. Wie die ausgesehen haben, die Motorräder, das werden wir jetzt einblenden. Ne? Wie war das am Anfang? Wo seid ihr, durch welche Länder seid ihr gereist? Ja, also der Plan, der stand von Anfang an eigentlich ganz gut fest und es war auch eigentlich nötig, weil die ganzen Visa beantragen, wir hatten auch gar nicht so viel Zeit. Wir sind insgesamt nur 3,5 Monate unterwegs gewesen, was für die Strecke ja schon nicht so wahnsinnig lang war. Und da dann zwischendurch noch alle die ganzen Visa zu organisieren und so weiter, wäre nicht möglich gewesen. Also und deswegen haben wir auch am Anfang ordentlich Gas gegeben. Wir haben gesagt, irgendwie bis Istanbul kommt man vielleicht schon nochmal im Leben. Und das skippen wir erstmal und sind dann, glaube ich, in 5 Tagen bis Istanbul. Ja. So durch Österreich, Slowakei, Kroatien und so weiter. Zack, nach Istanbul. Genau, und dann waren wir länger in der Türkei. Und da hat alles funktioniert am Anfang? Ja. Ich meine, da haben wir eigentlich noch nichts, oder? Stimmt, da war eigentlich noch nichts. Die waren ja gut im Schuss, als sie losgefahren sind. Ja. Nee, da sind wir eigentlich einfach nur runtergebraten. Und da ist ja auch noch überall Straße. Und danach habt ihr den ADAC-Vertrag weggeschmissen? Wir waren beim AVD, weil der ist sehr viel günstiger für Studenten. Der hat sich auch noch bewährt. Der AVD, das war gut. Nichts drauf kommen. Hat uns nochmal ausgeholfen dann. Später im Jahr. Ja. Okay, dann war der in Istanbul. Wie ging es weiter? Am Schwarzen Meer entlang. Da sind wir erstmal ins Hammam gegangen, das war sehr schön. Und dann sind wir durch die Türkei, wir waren leider im Mai da, das heißt in der Regenzeit, das war nicht so clever. Ja, es war arschkalt. Wir haben sogar noch Schnee gehabt dabei, wo wir das Erzurum, da sind wir glaube ich im Schnee eingefahren, also das war schon echt knackig kalt noch da. Aber das wir sind 2 Wochen durch die Türkei ungefähr gefahren und dann in den Iran rein. Und wir wussten vorher nicht, dass es so ein Highlight wird, aber es ist sowohl von der Landschaft, aber auch vor allem von den Leuten her Wahnsinn. Also wir sind beide nach wie vor vom Iran unglaublich begeistert, haben da unglaubliche Gastfreundschaft erlebt und auch spektakuläre Offroad-Trails gehabt. Ja. Das war schon, und das ist halt auch ein Riesenland. Ne? Aber da hatten wir dann den großen Schaden, den ersten. Ja, stimmt. Da kommen wir gleich wieder an AVD. Ja, also ironischerweise war der erste große Schaden an meiner Mühle. Hat aber nichts mit dir zu tun, sondern es war der Zylinderkopf. Da sind die Ventile, also ich glaube, die waren kurz vorm Abreißen. Jedenfalls waren die Ventilführungen so ausgeschlagen. Also ich habe es dann angefangen zu hören und gerade unter Last hat er dann ziemlich getackert, der Motor, und es war irgendwie nicht gut. Und das hat uns dann so Sorge gemacht, dass wir dann das war in Teheran. Haben wir im Hostel den Motor aufgemacht. Ja, genau. Und haben den Zylinderkopf ausgebaut und die Ventile, da haben wir uns dann noch aus so einem Rohr dieses Spezialwerkzeug, dass man die Keile aus den Ventilen rausholen kann, haben wir uns noch gesägt. Das war cool. Ja, aber ist uns gelungen und dann haben wir halt gesehen, dass die Ventile so krass ausgeschlagen waren. Also die konntest du wirklich so einen halben Zentimeter hin und her ruckeln. Ja, und streckenmäßig hatten wir vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel und dann war klar, damit wollen wir nicht weiterfahren. Ja, das war unmöglich, das Ding war quasi kaputt. Und dann hatten wir halt richtig Zeitdruck, weil das Visa für Turkmenistan, was ja sozusagen schwer zu umfahren ist, weil links Kaspisches Meer, rechts Afghanistan und man hätte eigentlich dann, es gibt noch eine Variante irgendwie über das Kaspische Meer mit so einer Fähre und man weiß nicht, wann die fährt und so weiter. Ja, du kannst anrufen, kannst fragen, ne? Und ob die dann wirklich fährt, weißt du nicht. Ja, genau, die fährt, wenn sie voll ist, irgendwie mit LKWs und sowas. Stellst du dich hin und wartest da einfach. Genau. Und die übernachten aber auch da, ne? Die LKW-Fahrer sind dann mal 3 Tage davor. Ja, weil das kennt ja anders da. Wir sind das ja gewohnt, bei uns ist ja just in time. Mit denen ist, wenn die Fähre kommt, ist sie da. Ja. Naja, aber wir waren glücklich und haben so ein Transitvisum bekommen für Turkmenistan. 5 Tage. 5. Juni oder Juli war das schon, ne? Juni müsste es. 5. Juni bis 9. Juni. Ja, kann sein, ja, stimmt, genau, richtig, ja. Und das war aber eben zeitlich fixiert. Also da kann sich irgendwann einreisen. Und wir hatten noch 10 Tage bis zum Einreisedatum und der Wir waren in der Mitte vom Iran, ja. Also. Genau, also das war schon wild. Und dann war seinen Unterschrauben mit deiner Weiterfahrt? Ja, zu zweit. haben wir ernsthaft überlegt. Wir haben ja alle Optionen irgendwie evaluiert. Ja, dann haben wir die Eltern aktiviert und zu uns Motorrad lag. Nee, wir hatten noch Zylinderköpfe. Nee, du hattest ja nur die R60-7 und ich hatte die SWT, aber ich hatte auch noch meine ursprüngliche Straßenmaschine. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, ja klar, machen wir jetzt schnell. Und der hat dann wirklich am selben Tag noch
die Zylinderköpfe von meiner anderen Mühle runtergerobbt. Und das musste nämlich noch irgendwie vor 5 mit DHL Express unbedingt irgendwie am Flughafen oder irgendwo abgegeben werden. Das heißt, er hat nach der Arbeit auch schnell das Ding rausgehauen. Ja. Und dann haben wir die Dinger per DHL Express für 600 € hat, glaube ich, der Versand gekostet nach Teheran.